80% sind Fische. Sag ich Das euch. bin ich. Die sind jetzt. Ich weiß, ich habe kein AP. Leute, ich bin's Tim. Wir haben heute ein ganz interessantes Thema. Ich habe speziell das mit dir machen wollen. Ja. Wir müssen uns natürlich ein bisschen kurz fassen, hoffe ich, dass das alles okay ist für alle. Und zwar geht es heute darum, was sagt welche Uhr über dich aus, falls du sie trägst. Ja. Und damit habe ich dich an meiner Seite. Du bist ja schon seit Jahren eigentlich im Uhrenthema drin. Einer der ersten gewesen, der eine Daytona Keramik hat, eine AP Royal Oak. Seit wann hast du die Uhren? Seit 2016? Nee, 2015 schon. Also wirklich einer, der schon sehr lange im Uhrengame mit dabei ist. Gerade im psychologischen Bereich hast du ja schon, wie soll man sagen? Die ein oder andere illustre Gestalt kennengelernt, Genau. die sehr viel Geld ausgegeben hat, Ja. um ihren Status mitzuteilen. Ja, also es geht darum zum Beispiel, ich hätte gerne eine Jägerle Coultre für mich selber. Ne? Und meine Frage wäre jetzt, wenn jetzt jemand eine Jägerle Coultre kauft, das Markenimage und so weiter, was würdest du für Eigenschaften einem Jägerle Coultre Träger Reverso zuordnen? Menschliche Eigenschaften. Menschliche Eigenschaften. Ordentlich. Das erste, woran ich denke, ist ordentlich. Das ist einfach eine sehr schöne Uhr, einfach und so da, wo es drauf ankommt, geil. Also ich verbinde damit auf jeden Fall ein sehr leises Auftreten, Ja. also kein lautes zur Schaustellung von Reichtum, ne? Traditionsbewusst sowas. Das ist eine schöne Anzugsuhr. Du trägst eine Uhr auch, obwohl zwischen 2015 und 2021 jetzt alles irgendwie teuer geworden ist. Du bist ein ordentlicher, eleganter Typ, der leise eine Uhr aus Überzeugung trägt. Das ist für mich Jägerle Coultre. Wonach die Leute am meisten schauen, ist natürlich Audemars Piguet. Was würdest du pauschal jemandem zuordnen, jetzt auch als Audemars Piguet Träger? Was vereinen die Leute? Ja, gut. Grüßen die. Ja gut. Also, ich hab die gekauft damals, Warum? weil ich keine Rolex haben wollte und ich dachte, dass die Uhr keiner wirklich kennt und ich fand die einfach schön und ich fand die Geschichte cool. Die haben ja im Endeffekt damals ihre Firma verwettet darauf gegen die Batterieuhren. Quarz, ja. Genau, gegen Quarz. Die haben gegen Quarz-Technologie gewettet und haben gesagt, wir wollen Luxus-Sportsegment machen. Das ist heute, dieses Segment ist das, was dazu geführt hat, dass Uhren gerade diesen Boom erleben. Wenn du eine Idee so fett findest, dass du sagst, ey, ich gehe auf Handmade, während die ganze Welt woanders hinguckt und du damals so eine Entscheidung triffst und deine ganze Firma drauf verwettest. Ja, aber die Träger wissen das ja. Die wenigsten Träger wissen das ja. Und die Träger sind eigentlich jetzt, sage ich euch ganz ehrlich, 90% der Träger, die ich kennengelernt habe, die AP tragen, 80% sind Fische. Sage ich Das euch. bin ich. Die sind jetzt, Ich weiß, ich habe kein AP. nein, die sind jetzt dazugekommen, haben halt gesagt, okay, das ist die nächst teurere Sache nach Rolex. Genau. Und Das ändert sich aber jetzt auch, weil die Uhren halt so viel teurer noch werden. Das ist jetzt klein. Normalerweise, ich hatte das immer so im Kopf, dass die schon ein bisschen posen möchten. Jetzt nichts gegen dich. Ja, aber ich verstehe das. wegen dieser einzigartigen oktagonförmigen Lünette, dass das halt eher die Leute schon tragen wegen der Außendarstellung. Mittlerweile ist es halt so, es ist schon mehr Investmentthema geworden, weil sie einfach halt so viel teurer geworden ist. Ne? Und was mir aufgefallen ist, keiner der AP-Träger legt, bis auf du jetzt vielleicht, Wert auf die Werke. Die Werke sind den meisten egal. die haben jetzt auch nicht so krasse Werke, oder? Also Die neuen sind schon besser, aber die alten nicht. Ja, die alten, ja. es ist schon Luxus, so im bisschen oberflächlicherem Sinne. Ich muss sagen, dass ich das Design der Uhr extrem geil finde. Jetzt, was das Werk und so angeht, ganz ehrlich, so krass ist es nicht. Und ich verstehe auch, dass man das nächst krassere nach Rolex haben will. Das ist ja auch eine Form von Abheben. Ich will aber nur sagen, dass halt die ganzen Leute, die früher Rolex gekauft haben, um zu zeigen, ey, ich bin reich, kaufen sich halt jetzt AP und sagen, ey, guck mal, ich bin noch reicher als der Typ Ja, mit genau. Rolex. An der vorher AP war, um die 30.000 Euro, ist halt jetzt die normale Daytona. Ja. Auch ein Paradebeispiel für die Uhrenbranche. Was würdest du sagen, was vereint so die Träger von einer Daytona? Ganz ehrlich, ich habe die so oft an so vielen verschiedenen Leuten gesehen. Also erstmal so von 8 von 10 Leute sind es irgendwelche Leute, die halt so irgendwie zu Geld gekommen sind, entweder ein Restaurant haben oder so. Das ist so Restaurantbesitzer, gerade auch in Italien, Italiener waren immer seit der ersten Stunde Daytona-Träger. Für mich war Daytona die Uhr, wenn einer aus deiner Hood reich geworden ist, hat er Daytona getragen. weil er so zeigen wollte, so ich gehöre jetzt auch zu euch. Weißt du, was ich meine? Ich bin im Club. Ja, genau. Und ich fand das so witzig, weil es eigentlich ehrlich genau das ist, wieso ich mir eigentlich so eine Uhr auch kaufen wollte. Weil du willst ja auch irgendwo zeigen, dass du Geld hast, in Ja. Anführungszeichen. Und die Daytona hat schon so Power nach außen hin, ne? Genau, und Daytona ist gerade noch gut genug asozial, ohne dass du so dein Gesicht verlierst. Weißt du, was ich meine? Ist keine vollgoldene irgendwie... Ja, genau, so in beide Richtungen. Dann aber gibt es auch so Leute, die im Endeffekt ihr Leben lang nur Daytona tragen. Und ich sag dir ehrlich, seitdem ich die Uhr gekauft habe, ich trage die lieber als die AP. Also ich trage Daytona lieber als AP. AP trage ich halt so also wenn ich irgendwie so sag, so, ey, heute, dann ist es bewusste Entscheidung. Wir machen jetzt erstmal einen Schritt zurück. Omega Speedmaster ist so eine Uhr, die mir sehr am Herzen liegt. Ich habe einige Modelle in meiner Sammlung. Und genau das, was du jetzt sagst, sagt eigentlich auch jeder andere Sammler. Egal, was für eine Uhr man im Bestand hat, wenn du eine große Komplikation von Patek hast, wirst du trotzdem halt eine Omega irgendwie feiern. Ne? Mein RTL!
Übrigens, alle Uhren sind verfügbar auf markgeber.com. Markgeber.com jetzt ganz kurz. Auch diverse Datejust-Modelle, auch die mit der Weißgold-Lünette, mit der geriffelten Lünette und mit dem Jubiläeband, die ganz viel glitzern, die gibt es auch mit der blauen. Nein, das ist eine coole Uhr, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde, eine Speedmaster zu kaufen, zeigt, dass du eine Uhr auch nochmal aus Überzeugung kaufst. Und nicht einfach nur aus dem Grund halt, um eine teure Uhr zu besitzen. Ja genau, also wenn ich jemanden sehe mit einer Speedmaster, dann irgendwie hat der für mich, vielleicht irre ich mich auch, wenn ich jemanden mit einer Speedmaster sehe, dann denke ich, dass der mehr Charaktertiefe hat, als jemand, der eine Datejust trägt. Ja, deswegen, also meine meistverkaufte Uhr in dem Preissegment ist diese Speedmaster Reduced. Das ist eine Uhr, die wir sensationell gut verkaufen, kostet um die 3. Tolle Uhr. Also muss ich auch, und genau dasselbe, was du auch sagst, dass die Leute, dass man irgendwie dann denkt, die setzen sich ein bisschen mehr damit auseinander, als nur im Strom zu schwimmen und halt das zu kaufen, was jeder kauft, eine Datejust. So. Und zeig mir, dass du so ein motivierter Typ bist. Keine Ahnung, ich finde so eine Speedmaster ist auch so eine ehrliche Uhr. Es ist keine, ich gebe jetzt meinen letzten Cent für alles aus. Weil mal 3.000 € für so eine Uhr auszugeben, ist viel Geld, aber das motiviert dich und es ist nochmal so was, ist was Ehrliches, was ein bisschen Bodenständigeres, anstatt dass du jetzt direkt irgendwie 10, 11, 12 für eine, wenn du dir das leisten kannst, easy, kauf dir eine Datejust, Mann, ist eine schöne Uhr. Und jetzt natürlich müssen wir in dem Zuge auch Nautilus 5711, also wer trägt heutzutage noch eine 5711 in Stahl? Fußballer. Fußballeruhr? Bro, also sorry, wer 120.000 € für die Uhr ausgibt, der ist Fußballer, Mann. Ja, okay. Fußballer. Ich liebe die Uhr, die ist schön. Gucke mal, der Benz und die Rolex wird bezahlt. Es ist eine Party! Wegen dem Rotor. Sonst finde ich die AP cooler, bin ich ehrlich. Kennst du das, wenn sich so ist wie bei AP, die Uhr hat sich zu irgendwie was anderem entwickelt, als die eigentlich war? So, Patek Calatrava, bin ich Riesenfan. Ich will unbedingt eine Calatrava und für die Uhr übel geil. Ja. Aber eine Nautilus ist, Bro, was gibst du 120.000 € aus für eine Stahluhr? Es hat Ausmaße angenommen, die schon verrückt sind. Auch als Händler weiß man nicht so genau, soll man sich noch dran trauen oder nicht. Kurioserweise verkauft die Uhr sich noch. Gell? Also selbst so eine 5980, also der Chronograph in Vollrosé, wird aktuell so für 250 gehandelt. Also die Uhr wird auch noch gekauft. So ist es nicht. Meine Philosophie ist, ich kaufe lieber AP aktuell. Ich halte mich ein bisschen fern von der Nautilus, auch wenn wir ein paar Modelle haben. Aquanaut habe ich einige da und so. Aber ganz ehrlich, guck mal, was diese Sportmodelle angeht, finde ich persönlich, also die haben beide übel Heritage, die Uhr, aber ich finde die Geschichte der Royal Oaks ist stärker als die von der Nautilus. Kann mir jeder erzählen, was er will. war ja auch die Nummer 2 so gesehen. Ne? Genau. Aber Patek ist halt, was diese Herrenuhr und dieses Prestige angeht, halt die stärkere Marke. Ja, und jetzt als letzten Stopp Richard Mille, ja. Das Hype-Produkt, das teuerste Produkt, was es auch so gerade im Moment gibt. Einfache Uhren, die früher 60.000 € gekostet haben, kosten heute 220. Wer trägt Richard Mille? Wer trägt Richard Mille? Kennst du Leute, hast du Leute im Umfeld, die Richard Mille trägt? Ich glaube nicht, dass ich jetzt wirklich welche kenne. Also jemand, der FP Journe trägt, vor dem habe ich großen Respekt. Das finde ich eine sehr schöne Uhr. Richard Mille ist für mich eine schwierige Sache. Ich finde das Konzept, wie sie es durchgezogen haben, dass du siehst, dass jemand eine 250.000 am Arm hat. Was empfindest du, wenn du jemanden so siehst mit der Uhr am Handgelenk? Was empfindest du? Extrem gemischte Gefühle. Das ist wie so eine Lotterie. Das kann übel der Fisch sein, aber das kann auch einfach jemand sein, der... Ich habe auch mal so einen Tag zum Beispiel, wo du samstags durch die Stadt laufen willst und du so kennst du das, wenn du mit vielen Dingen... Stell dir vor, du bist jetzt extrem reich geworden. Marc, du bist sehr reich. Du hattest so in deiner Vergangenheit Leute, die das belächelt haben, was du gemacht hast und so weiter und so fort. Und so eine Richard Mille ist so, zeigst jedem, aber auch wirklich jedem aus dem All, du hast es geschafft. Dass das eine Uhr verkörpert, auf diese Art und Weise und so ein Image hat und dir so ein Gefühl gibt, ich lege das Ding hier zur Seite und ich habe ein schönes Haus, ist schon ein krasses Gefühl. Dass es plump ist eine Sache, aber ich feier's. Ja, das hast du gut gesagt. Genau das ist aber auch die Daseinsberechtigung. Ne? Warum tragen halt immer diese Art von Leute auch meistens so eine Uhr, weil sie halt sehr bunt, auffällig ist und mit einem Blick sieht man halt, was für einen Wert das widerspiegelt. Ne? Das war mehr jetzt so ein kleiner Anriss dem gegenüber. Ich glaube, wenn wir jetzt so ein kleines Fazit ziehen, dann ist es so, dass Omega schon gewonnen hat. Ne? Also übergreifend, egal ob du eine Rolex, eine AP, auch eine Richard Mille hast, es wird immer auch einen Platz für eine Omega Speedmaster haben in deiner Sammlung. Safe. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr auf so eine Art von Content steht, ja, schaut gerne bei ihm vorbei. Er hat einen Podcast-Kanal, wo ich im Übrigen auch schon zweimal war. Ja, und da gibt's bald dreimal. Bald dreimal, ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao.